Also ich würde zum Beispiel auch durchaus in die Ablehnung gehen, wenn Leute sagen, oh ja, wir gehen jetzt mal nach Deutschland und versuchen da ein Kalifat aufzubauen. Ne? Dann würde ich sagen, nee. Machen das Leute? Keine Ahnung. Ne? Okay. Also ich kenne keine. Aber Gut. es wird ja manchmal so gesagt. Ne? Ja. Soll man bei der Einwanderung einen Gesinnungstest machen und davon abhängig machen, wer reinkommt? Wenn sie zum Beispiel homophob sind, dann lassen wir sie nicht rein. Können wir das machen? Sollten wir es tun? Wir duzen uns hier. Ja, Ist okay? ist in Ordnung, ja. Ja gut, dann stellt euch doch bitte mal beide auf neutral. Am besten dahinter, das ist für die Kamera, glaube ich, besser. Wir hatten jetzt gerade These, also Deutschland profitiert netto von der Migration. Okay, stellt euch doch mal dahin, wo ihr denkt, dass ihr ungefähr richtig steht. Interessant. Da würde ich jetzt mal was ausprobieren. Und zwar, ich gebe euch beiden was zu schreiben und ich würde euch bitten, jeweils aufzuschreiben, was ihr glaubt, was der beste Grund der anderen Person ist. Also quasi du überlegst dir bitte, was könnte ihr bester Grund sein, warum sie dort steht. Und du überlegst dir bitte, was ist sein bester Grund, warum er dort steht. Ich habe etwas unschön aufgeschrieben, fähige Leute, die herkommen, und meine damit im Grunde, dass ein gewisser Teil zumindest der Leute, die als Migranten hierher kommen, Fähigkeiten mitbringen, vielleicht auch schon gewisse Ausbildung oder zumindest hier sich ausbilden lassen würden, um eben beizutragen zur Gesellschaft. So. Okay, cool. Also ich denke, zwei gute Punkte sind Unwissen und Angst. Also Unwissen, einmal durch wenig Kontakt zu Migranten, man hat so eine Vorstellung vielleicht, aber man kennt das nicht im unmittelbaren Umfeld. Ne? Und dann Angst, dass die irgendwie einem was wegnehmen könnten. Ne? Dass man vielleicht denkt, oder dass du vielleicht denkst, so, dadurch könnte irgendwas teurer werden oder Wohnraum knapper oder Sozialleistungen weniger verfügbar. Die kriegen Geld, was ich nicht kriege, sowas in der Richtung. Ist das dein bester Grund, warum du auf Ablehnung stehst? Nein, würde ich nicht sagen. Nein. Okay. Was ist denn dein bester Grund? Ich finde das, so wie du es gesagt hast, zu pauschal. Ich würde danach fragen, was sind das denn für Leute, die herkommen? Also aktuell haben wir eine Situation, wo ein sehr, sehr großer Teil der Leute, die herkommen, keine Fachkräfte sind, keine Leute sind, die dann anfangen hier zu arbeiten tatsächlich. Und vor allem auch Leute, die ja ihre Überzeugungen nicht einfach an der Grenze ablegen, die nicht ihren Antisemitismus an der Grenze ablegen, die nicht ihre Homosexuellenfeindlichkeit an der Grenze ablegen und so weiter. Und das ist, denke ich, nicht nur dann damit verbunden, dass kein Nutzen daraus entsteht, dass die Leute hier sind, sondern tatsächlich auch Schaden, vor allem für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Schaden. Hast du bisher irgendwas gehört, was dich dazu bewegen könnte, deine Position zu verändern? Da könnte ich mich erst dazu bewegen, wenn ich wirklich harte Fakten dazu habe, ob das richtig ist. Weil, also ich habe heute erst irgendwie in der Zeitung gelesen, 1400 ukrainische Ärzte warten auf die Zulassung, hier im Gesundheitssystem arbeiten zu dürfen. Hm? Aha. Und ich kenne so die Statistik nicht, wie Migranten tatsächlich eingestellt sind und welche Fähigkeiten sie mitkriegen. Ich kenne aber aus eigenem Umfeld eben durchaus Fälle, wo ein Handwerksbetrieb einen Flüchtling eingestellt hat und dann nach einer Weile gesagt hat, das ist mein bester Lehrling seit Jahren. Ja. Also, dass es sowas auf jeden Fall gibt. Kennst du da jemand persönlich oder?
Ich kenne da jemanden persönlich. Ah, okay. Ja? Also halt, das ist ein Betrieb, mit dem ich beruflich zu tun hatte, Ja, und verstehe. die hatten halt dann jemanden eingestellt. In diesem Fall, das war ein Flüchtling aus Syrien. Ja. Ja? Und er konnte am Anfang auch sehr, sehr wenig Deutsch, Ja. hat aber sehr schnell dazu gelernt und Ja. war extrem pfiffig, hat sehr gut mitgedacht, und der Betrieb war sehr froh, so einen guten Lehrling zu haben. Ja? Okay. Und die Sprachbarriere ließ sich dann eben recht schnell überwinden. Also du kennst da so einen vereinzelten Fall oder mehrere und deswegen denkst du, das funktioniert eigentlich gut. Also, Und es gibt sicherlich auch andere. Ne? ja, und es möchte überhaupt nicht gibt die bestreiten, Statistik, wo du gesagt hast, es gibt viele Ärzte, die eigentlich in Deutschland arbeiten wollten, ukrainische Ärzte, die dürfen es aber aktuell nicht. Habe ich Genau, richtig also verstanden? Das ist ja das Problem, dass viele Migranten hier nicht arbeiten, weil sie nicht dürfen. Es ist ja eher, Ja, also okay. es ist sehr kompliziert, Ja. jemanden einzustellen, weil der braucht eine Arbeitserlaubnis und kriegt die dann auch nur für Ja. diesen Job. Und es wäre viel einfacher, wenn man sagen würde, die dürfen so grundsätzlich erstmal arbeiten, und wenn es dann einen guten Grund gibt, dass sie diesen Job nicht machen soll, Ja. dann kann die Ausländerbehörde sagen, nee, der muss wieder entlassen werden. Ja. Aber Okay. so würden wir die Leute zuerst mal in Arbeit bringen, und dann können die was beitragen. Und meine Erfahrung ist eigentlich auch, dass sich Menschen viel besser irgendwo integrieren, wenn sie auch was beitragen können. Ganz kurz, hast du dir irgendwas gemerkt, wo du sagen würdest, das war jetzt das für dich beste Argument, was du bisher gehört hast von seiner Seite? Ich würde sagen, dass es natürlich Individuen gibt, bei denen das, also die aus der Statistik herausstechen sozusagen. Okay. Ich würde dann trotzdem sagen, natürlich ist es das Individuum, das zu beurteilen ist. Gleichzeitig, wenn die These ist, netto ist der Nutzen größer als der Schaden oder wie auch immer es genau formuliert hat, dann müssen wir uns die Statistik anschauen. Ja. Im Grunde. Das lässt Okay. dann keine Rückschlüsse zu auf individueller Ebene. Aber ich denke, die brauchen wir, um diese konkrete Frage beantworten zu können, ob das so ist. Okay. Wir hatten vorhin also eine Aussage, dass durch Immigration auch viel Antisemitismus reinkommt und vielleicht Schaden angerichtet wird bei anderen Menschen. Wenn das stimmen sollte, was ich nicht sage, aber wenn, ja, falls das stimmen sollte, würde dich das dazu bewegen, deine Position zu verändern, wenn du das mit Sicherheit wüsstest? Also wenn ich das mit Sicherheit wüsste, Ja. dann würde es mich dazu bewegen, meine Position zu verändern. Ja. Aber ich sehe im Moment noch sehr viel Antisemitismus bei Menschen, die hier in Deutschland geboren sind. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist dann auch sehr eine Frage, wie transportiert man das als Gesellschaft? Ne? Ja. Man sagt, wir als Gesellschaft stehen ganz klar gegen Antisemitismus, Ja. und Menschen, die Antisemiten sind, die wollen wir hier auch nicht. Das Okay. lehnen wir ganz klar ab. Gut. Könnt ihr beide wieder bitte auf neutral gehen? Für die Frage, ob wir mehr oder weniger Einwanderung zulassen sollten, ist es entscheidend, ob diese Einwanderung für Deutschland netto positiv ist. Okay, da seid ihr euch einig sozusagen. Also interessant. Das heißt, ihr habt vorhin jetzt einen Unterschied gehabt, der liegt offensichtlich in der Bewertung. Und jetzt steht ihr beide hier. Okay, leichte Zustimmung. Warum stehst du nicht weiter da drüben zum Beispiel bei starke Zustimmung? Was spricht dagegen? Ja. Es ist immer die Frage, wie genau bewerte ich jetzt netto positiv? Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Zuwanderung dadurch entsteht, dass irgendwo ein Krieg ist, Menschen einfach bedroht werden oder aber halt aufgrund von Klimakrise sie da, wo sie bisher wohnen, einfach nicht mehr wohnen können, Ja. dann finde ich, ist es auch einfach ein Menschenrecht, dass wir solche Leute
nehmen, selbst wenn wir dann netto ein bisschen abgeben müssen. Ne? Weil wenn ich in der Situation wäre, würde ich ja auch gerne irgendwo hingehen. Sozusagen, es gibt auch noch das Interesse der Zuwanderer und deswegen stehst du nicht auf starke Zustimmung. Ist ja durchaus auch legitim. Ne? Okay. Also, oder Ja. kann durchaus legitim sein. Ne? Ja. Warum stehst du nicht weiter bei starke Zustimmung, sag ich jetzt mal? Weil Einwanderung ein sehr weiter Begriff ist, der sowohl Asyl einschließt als auch sonstige Migration, sage ich mal. Und in Bezug auf sonstige Migration, die jetzt nichts mit Asyl zu tun hat, ist eine Unterscheidung, die ich auch für wichtig halte, da wäre ich sehr weit hier vorne. Bei Asyl sieht es aber anders aus. Also es gibt ein individuelles Recht auf Asyl, das nicht abzuerkennen ist, weil wir sagen, dieses Individuum nutzt uns aber nicht. Das wäre legitim bei anderen Migrationsgründen oder anderswo, was auch immer. Aber nicht bei Fragen, die tatsächlich ein Recht auf Asyl begründen. Also ich würde zum Beispiel auch durchaus in die Ablehnung gehen, wenn Leute sagen, oh ja, wir gehen jetzt mal nach Deutschland und versuchen da ein Kalifat aufzubauen. Ne? Dann würde ich sagen, nee. Machen das Leute? Keine Ahnung. Ne? Okay. Also ich kenne keine. Aber Gut. es wird ja manchmal so gesagt. Ne? Ja. Hast du Lust zu tauschen? Du gehst nach vorne? Ja? Ja? Cool. Ja, schwierig. Also vielleicht hier. Ja. Was ist dein Hauptgrund dafür, dass du zumindest jetzt eins weiter von euch aus gesehen links stehst? Ich würde sagen, naja gut, wenn es nicht um das Einwanderungsland geht, was den Nutzen oder den theoretischen Schaden hat, dann könnte man ja letztlich alle Menschen einwandern lassen, die halt Lust drauf haben, weil da gibt es ja sehr viele, die das wollen. Dann wird aber wahrscheinlich gar nichts mehr funktionieren. Also weil einfach dann... Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut ausgedrückt habe. Aber letztlich... Ich sehe das als... Naja, schon das, was ich gesagt habe. Wenn man es anders bewerten würde, wenn man es so bewerten würde, dass das Recht der Leute, die einwandern wollen, höher wiegt als der Effekt auf das Land, wo die Leute einwandern, dann müsste man ja auch zustimmen, wenn zum Beispiel der halbe afrikanische Kontinent jetzt in Europa oder in Deutschland oder in Frankreich oder in Spanien einwandert. Und das kann ja nicht funktionieren. Kannst du dir eine andere Grenze vorstellen oder ein anderes Kriterium, was man setzen könnte, was nichts mit dem Nutzen oder Schaden für das Aufnahmeland, sage ich mal, zu tun hat, was man aber trotzdem anlegen könnte, um zu sagen, das wäre zu viel, diese Leute sollten nicht hierher kommen? War ein bisschen komisch formuliert, ne? Ich formuliere auch komisch. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen müde mittlerweile. Es war ein langer Tag. Aber also eine andere sozusagen Grenze, naja gut. Es könnte auch sein, dass einfach selbst für die Leute, die einwandern, wenn es zu viele werden und wenn das nicht richtig klappt mit dem Ankommen in dem Zielland, dann wird es sogar für die Einwanderer dann negativ. Das könnte eine weitere Grenze sein. Okay. Wir hatten jetzt noch ein paar neue Punkte. War da irgendwas dabei, was deine Position verändert? Nee, aber ich glaube, es ist wirklich das Entscheidende eben, was ist die Motivation von Menschen, die einwandern. Ne? Und auch vielleicht die Frage, wie du sagst, dass denen geht es eventuell hier dann auch nicht gut. Ne? Ist ja die Frage, wie ist das im Vergleich zu dem zu sehen, wo sie denn herkommen. Ja? Also
Wir können ja auch mal so ein anderes Beispiel aufmachen. Ne? Klimakrise steht ja auch die Gefahr des Kipppunkt der Meeresströmung so, und es würde zur Folge haben, dass es in Norwegen bis zu 20 Grad kälter wird. Da müssen dann die ganzen Leute, die in Norwegen irgendwo wohnen würden, nach Süden ziehen. So, wenn jetzt halt Norwegen nach Deutschland einwandern würde, weil sie einfach dort nicht mehr leben können, was würden wir dann machen? Und sagen, ja, Pech. Müsste halt verhungern. Wirst du entgegnen gleich? Oder ich hätte eher eine Rückfrage. Also ist das jetzt der Grund, warum du auf leichte Zustimmung stehst? Oder? Ja, also das ist halt Ist der Grund leichter, weil halt, ich finde, man muss immer den Grund sehen, warum gehen denn die Leute da, wo sie im Moment sind, weg. Und wenn es halt valide Fluchtursachen sind, also wo ich vielleicht auch sage, ja, wenn ich da wohnen würde und nicht das Glück gehabt hätte, jetzt hier in Deutschland geboren zu sein, oder wenn, was weiß ich, in Deutschland die AfD an die Macht kommen würde und sagt, alle Leute, die kariertes Hemd anhaben oder hatten, die bringen wir jetzt mal um, dann würde ich ja auch gern fliehen wollen, weil ich gehöre ja zu der Gruppe jetzt so mit dem karierten Hemd als jetzt mal. Und deshalb, wenn ich mich in diese Gruppe hineinversetze und sage, wenn ich dazugehören würde, dann würde ich gerne woanders aufgenommen werden. Ja? Einfach weil ich habe da einen wichtigen Grund. Tja, ich meine, das entspricht jetzt halt nicht dem Format, aber ich hätte jetzt eine Rückfrage. Also ich würde das zulassen als Moderation. Ich finde das auch sehr interessant. Okay, gut. Sollte jeder Mensch, der einen validen Grund hat, in Deutschland, Frankreich, England einwandern dürfen? Naja, ich denke, das ist eine Frage, die man eben zum Beispiel europäisch dann lösen muss. Ne? Das würde sicherlich nicht gehen. Ja? Jeder, der Lust hat, kann jetzt mal nach Deutschland einwandern. Ne? Und wenn es dann 100 Millionen Menschen nach Deutschland einwandern, dann ist das sicherlich für die Menschen hier ein Problem. Ne? Ja. Auf der anderen Seite ist es ja genau der Fall. In großen Krisengebieten gibt es erstmal die Migration innerhalb des Landes und auch dann die Migration in die Nachbarländer, wo das dann teilweise so ist, dass genauso viele Menschen als Migranten dahin kommen, wieder leben. Einfach weil sie haben die Wahl, entweder kommen sie zu Tode oder sie wandern aus. Und wenn das so die Wahl ist, dann gehe ich natürlich. Aber das ist halt irgendwie eine sehr harte Wahl. Also nein. Also das ist etwas, ich würde versuchen, es eben auf europäischer Ebene irgendwie zu lösen, dass sie halt jetzt mal verteilt werden, in Anführungsstrichen. Aber im Extremfall, wenn es so gar keine andere Option gibt, oder wir können also irgendwie, was machen wir, wenn Russland entscheidet, ich schmeiße jetzt mal auf das gesamte Gebiet der Ukraine Atombomben und ihr habt jetzt eine Woche Zeit, das Land zu verlassen. Sagen wir dann, ja, Pech gehabt? Tja, das ist die Frage. Also, finde ich, ist halt die Frage, wie krass ist die Situation, wo die herkommen. Ja. Ja, du schaust mich so an. Ja, was? Ja, ich hab zugehört. Ich finde es tatsächlich sehr interessant. Ich würde vielleicht vorschlagen, zum Abschluss noch eine These zu machen und dann, denke ich, haben wir recht viel abgearbeitet. Klingt gut, ja. Okay. Für die Entscheidung ganz grundsätzlich, welche Partei ich wähle, ist es äußerst relevant, wie diese Partei zum Thema Migration steht. Äußerst relevantes Rat. Naja.
Okay. Ich fange mal hier an. Was ist der Hauptgrund, warum du hier stehst? Also es ist, glaube ich, schon ein Thema, wo so eine gewisse Grundhaltung für mich wichtig ist. Also dass zum Beispiel ein klares Bekenntnis zum Recht auf Asyl da ist. Aber wie jetzt so dann Feinheiten bewertet werden, wäre jetzt nicht das ganz zentrale Thema für meine Wahlentscheidung. Äußerst relevant klingt so nach den Top 2 Kriterien. Ne? Ich würde vielleicht eher sagen, es gibt dann auf der anderen Seite aber Dinge, die das so zum Ausschluss führen. Ne? Wenn eine Partei ansonsten total meinen Vorstellungen entspricht und sagt, nee, aber Grundrecht auf Asyl, das lassen wir mal. Ne? Und wenn wer kommen will, den knallen wir halt ab an der Grenze. Dann würde ich sagen, führt es zum Ausschluss. Dann würde ich die auch nicht wählen. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, es ist ein relevanter Punkt, aber nicht der einzige im Grunde. Also es gibt weitere relevante Punkte. Sind das ähnliche Gründe, warum du hier stehst, oder ist was für dich wesentlich ist, noch nicht gesagt? Nee, was ganz anderes, glaube ich. Okay. Also ich glaube, bei mir ist es wirklich persönliche Betroffenheit erstmal, weil ich immer wieder zum Beispiel von Dates höre, also ich stehe auf Männer, und wenn mich einer besucht und ich wohne in einem recht, sagen wir mal, muslimischen Viertel, und wenn mir dann zum Beispiel gesagt wird, kannst du mich nach Hause begleiten oder zumindest aus dem Viertel hier raus, weil ich habe hier Angst und ich werde hier angespuckt und beleidigt von homophoben Islamisten. Das ist eine Sache. Und dann hatte ich auch noch Erfahrungen mit Bekannten von mir, die heftige Drogenprobleme entwickelt haben und daran wirklich kaputt gegangen sind. Und auch das bringe ich mit dem Migrationsproblem in Verbindung, weil ich sehe, sobald ich aus meiner Haustür gehe, wer die Dealer sind. Und dann habe ich am Ende gesehen, dass es da auch statistische Zusammenhänge gibt und dass das nicht nur meine persönliche Einzelerfahrung ist, sondern dass das nicht nur in Leipzig so ist, sondern dass das auch in anderen Städten so ist und dass diese Probleme mit der Zuwanderung sich verschärfen. Und deswegen ist es für mich ein Thema, das auch bei der Wahl entscheidend ist. Okay. Gibt es noch was du dazu sagen möchtest oder generell, was noch wichtig ist? Naja, da sind wir jetzt sehr bei dem Thema, wie ist der Zusammenhang zwischen der Einstellung gegenüber homosexuellen Menschen und Migration. Ja? Und würde mal sagen, in so einem Klientel, wo so hart rechtsradikale Menschen wohnen, ist es auch nicht einfacher. Nur die sind halt alle Deutsche. Also meinst du, wir sollten keine rechtsradikalen Menschen einwandern lassen? Oder? Nein, ich meine damit, dass das Phänomen der Homophoben, dass es das durchaus auch bei Deutschen gibt. Und dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das in Gebieten, wo jetzt so sehr rechtsradikale Menschen zu einem großen Teil wohnen, Ja. Genauso ein Problem sein kann wie in Gebieten, wo ausländische Homophobe wohnen. Ja, auch das möchte ich nicht. Genau, Ich möchte ne? auch, Also ich möchte auch keine Rechtsradikalen in der Mehrheit in einem Viertel haben, die dann super homophob sind. Korrekt. Genau, ne? Also deshalb würde ich halt da sagen, ist es ein gesellschaftliches Problem, was sowohl auf Migranten zutrifft, als auch auf Deutsche. Und ich finde deshalb das wichtig, das beides immer zu nennen. So, es geht mir nicht darum, wo der Mensch herkommt, sondern darum, was er für eine Einstellung hat. Und wenn er eine Einstellung hat, die feindlich gesinnt einer
Gruppe von Menschen ist, die hier leben und das auch, ich sag jetzt mal, dem Grundgesetz widerspricht, dann hätte ich da auch ein ganz großes Problem mit. Aber das habe ich unabhängig davon, wo die geboren sind, was für ein Pass die haben. Tja, wir sind jetzt in einer Debattensituation. Ich hätte jetzt schon wieder eine Rückfrage. Ne? Ja. Ich würde jetzt dann gern fragen... Ich würde ganz kurz, Ja, ich würde sagen, mach du mal. stellst noch eine Rückfrage, dann Okay. hast du noch mal die Möglichkeit, die zu beantworten natürlich. Okay. Und dann würde ich es tatsächlich langsam zum Ende bringen. Ja. Gut. Soll man bei der Einwanderung einen Gesinnungstest machen und davon abhängig machen, wer reinkommt? Wenn sie zum Beispiel homophob sind, dann lassen wir sie nicht rein. Können wir das machen? Sollten wir es tun? Also die erste Frage, können wir das machen? Es fällt mir jetzt schwer, mir auszudenken, wie will ich denn das rein so umsetzen. Na, also ich bin geboren im damaligen Westen. Ich habe Kriegsdienst verweigert und da gab es ja noch diesen Gewissenstest teilweise, ne, wo man dann so Fragen kriegte, ne, so, ne, ja, und schon das fand ich ziemlich albern, weil wenn irgendwie klar ist, wie gefragt wird und es darauf ankommt, was ich antworte, dann kann ich mir auch eine Antwort ausdenken, die nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich meine. Deshalb finde ich das ganz schwer. Wie will man denn an so einer Grenzsituation einen Gewissen testen? Ne? Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn Menschen halt eine verfassungswidrige Einstellung haben und aus dieser Einstellung Straftaten begehen, müssen wir im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten darauf reagieren. Und ich sage jetzt mal, bei Migranten hat man eventuell die Möglichkeit, die wieder abzuschieben. Bei Deutschen hat man die eben nicht. Ne? Dann ist aber, denke ich mal, der Hauptfokus eine gewisse Aufklärungsarbeit und soziale Arbeit. Kannst du zusammenfassen, Damit was er bisher ungefähr gesagt hat? Weil ich könnte es nicht. Also ich meine verstanden zu haben, dass es vielleicht nicht so sonderlich sinnvoll wäre, solche Tests zu machen, weil wenn ich weiß, mir werden bestimmte Fragen gestellt, was will derjenige vielleicht hören, dann passe ich das entsprechend an, sodass, ich weiß nicht, ob es das trifft. Also die Frage, kann ich die machen? Und ich glaube nicht, dass man die rein faktisch objektiv machen kann. Okay. Und dass man das Problem der Homophobie in einer Gesellschaft anders lösen muss. Okay. Ich glaube, eine komplette Einigung bekommen wir da nicht, aber ja, ich würde mich bedanken. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Wenn ihr mehr solcher Inhalte sehen wollt, liked, kommentiert und abonniert den Kanal. Eure Interaktion motiviert uns weiterzumachen.